Vielleicht findest du den Titel „Wie viel Krieg brauchen wir?" etwas provokant. Was hat dieser Titel mit dem Gesetz der Entsprechung zu tun? Wozu sind wir jetzt aufgefordert? Und wie kann jeder Einzelne das konkret umsetzen? Bevor ich dieses Video aufgenommen habe, habe ich mal meinen Kanal ein bisschen durchforstet. Den darfst du übrigens gern abonnieren. Darüber würde ich mich sehr freuen, genau wie über einen netten Kommentar. Und geschaut, wann ich mich das erste Mal mit dieser Thematik Krieg und Frieden befasst habe. Und bin auf ein Video vom 5. März 2022 gestoßen. Das war kurz nach dem Ausbruch des Krieges zwischen der Ukraine und Russland. Und seitdem habe ich verschiedentlich Videos gemacht zum Thema innerer Frieden. Lass mich starten mit einer Geschichte. Meine Mutter, die fast 94 Jahre alt ist, hat den Zweiten Weltkrieg erlebt im Teenageralter. Und zufälligerweise habe ich mit ihr telefoniert am 14. April dieses Jahres. Das war ein Sonntag. Wir haben so unsere Telefonzeiten. Sie lebt nach wie vor in Potsdam, meiner Geburtsstadt. Und da sagt sie mir, tief bewegt, an diesem 14. April, dass das der Tag des Bombardements auf Potsdam war, wo große Teile der Potsdamer Innenstadt in Schutt und Asche gelegt wurden. Und sie erzählt mir, dass ihre Mutter, sprich meine Oma, sie und ihre Schwester, also meine Tante, die mittlerweile 96 Jahre alt ist, bei der Hand genommen hat im Luftschutzkeller, in dem sie eingeschlossen waren, weil das Haus über ihnen zusammengestürzt ist und über die toten Körper ihrer früheren Nachbarn geführt hat zum Licht am Ende des Tunnels. Und dieses Licht am Ende des Tunnels, ich muss erst mal durchatmen, mir kommt gerade die Tränen, war das Loch, das Menschen von außen freigeschaufelt hatten, um nach Überlebenden unter diesem Haus in dem Luftschutzkeller zu schauen. Und vor diesem Hintergrund, das hat sie mir fast 80 Jahre später erst erzählen können, gibt es Menschen, die Waffen liefern in Kriegsgebiete, Waffen liefern lassen. Und da kommen wir zum Gesetz der Entsprechung. Das Äußere, was da passiert, sind im Grunde unsere Kreationen, das, was uns als Menschen kollektiv im Innen verloren ist, nämlich innerer Frieden, widerspiegelt sich im Außen. Das ist ein universelles Gesetz. Das dürfen wir uns klar vor Augen halten. Wenn du nicht selbst an einer der Schaltstellen in dieser Welt sitzt und große Dinge beeinflussen kannst, fragst du dich vielleicht, tja, und was kann ich denn dazu beitragen, dass es anders ist, als es gerade jetzt ist? Nach meiner persönlichen Auffassung sind selbst die Regierenden dieser Welt nicht diejenigen, die hier am Steuerknüppel sitzen, sondern es sind Wirtschafts- und Finanzmagnaten, die uns oft genug gar nicht mal bekannt sind. Jetzt wirst du dir sagen, okay, wenn die uns nicht mal bekannt sind, was kann ich denn tun? Jeder kann etwas tun. Und zwar, indem er die Welt auf seine Weise ein bisschen besser macht. Und wie kann das gehen? Dieses ein bisschen besser machen, indem du nach
innen gehst, zum Beispiel meditierst und dann Botschaften aus deinem Innen heraus erhältst von deiner Intuition, die angebunden ist an dein höheres Selbst, ans Universum, an Gott, wie auch immer du es nennen magst, und Empfehlungen, Botschaften erhältst, wie deine nächsten Schritte aussehen können. Das heißt, du bist aufgefordert, wir alle, jeder Einzelne ist aufgefordert, etwas für seinen inneren Frieden zu tun. Stell dir vor, einen großen Theatersaal zum Beispiel. Da sitzen viele Menschen und bevor die Vorstellung beginnt oder bevor ein Vortrag, ein Konzert beginnt, ist so ein Raunen im Saal und jeder spricht mit seinem Nachbarn. Es ist ein relativ hoher Geräuschpegel. Wenn jetzt der Vorhang sich öffnet, dann werden die Menschen nach und nach ruhiger, jeder für sich. Und jeder spürt in sich, dass es jetzt an der Zeit ist, die Klappe zu halten. Einfach seine Aufmerksamkeit nach vorn aufs Geschehen zu richten. So in dieser Art richte deine Aufmerksamkeit auf deinen inneren Frieden. Und eine gute Möglichkeit ist meditieren. Ich meditiere seit mehr als 8 Jahren täglich und weiß, was das Positives in mir bewirkt hat. Wie meditieren geht, verlinke ich am Ende dieses Videos für dich in Form einer angeleiteten Meditation, falls du damit noch nicht so vertraut bist. Wie kannst du das mit dem inneren Frieden nun konkret umsetzen? Du wirst es an verschiedenen Dingen merken. Wir alle neigen dazu, lange, ich nenne es immer, im vertrauten Elend zu verharren, ehe wir in die Puschen kommen, ehe wir losgehen. Du merkst inneren Frieden zum Beispiel daran, dass du in der Lage bist, Grenzen zu setzen. Nein zu sagen, wenn du Nein meinst, auch wenn dein Umfeld vielleicht ein Ja erwartet. Menschen und Situationen zu verlassen, die dir nicht gut tun. Dich zu trauen, zum Beispiel einen Job zu kündigen, der dich schon lange nervt. Entspannt zu reagieren auf Dinge, die aus dem Außen auf dich zukommen. Nicht immer gleich vom Stuhl fallen, bloß weil dir jemand einen Buff gibt, sondern dich zu fragen, okay, hier ist eine komische Situation. Was ist mein Anteil daran? Kann ich daran etwas ändern? Oder ist das Thema des anderen, das er nur auf mich projiziert hat? Dazwischen zu entscheiden, das zu tun, was dir Freude bereitet, wo du dir sagst, wow, da geht mein Herz auf. Menschen in dein Leben damit zu ziehen, die dir gut tun, Connections herzustellen, Verbindungen zu Menschen, die ähnlich ticken wie du. Deswegen sind andere Menschen nicht schlechter. Jeder ist in seiner Art so, wie er ist, in Ordnung. Aber du darfst die Menschen, von denen du merkst, dass sie dir nicht gut tun, auch auf einem gewissen Abstand halten und dich eher mit denen verbinden, die dir gut tun, mit denen du freudige Momente teilen kannst. Das sind so mal ein paar Anregungen, um in den inneren Frieden zu kommen und damit etwas zum äußeren Frieden beizutragen. Wir sind viele, die so denken und nicht nur auf unserer schönen Erde, sondern nach meiner Auffassung auch im Universum, denn wir sind hier nicht allein. Und Krieg wollen die wenigsten. Manch einer tut natürlich Dinge im Überschwang irgendwelcher Gefühle, die er nie beabsichtigt hat. Wir sind Menschen. Ich hoffe,
das Video hat den einen oder anderen Impuls, um besser für dich in deinen inneren Frieden zu kommen und deinen Beitrag auf deine Weise fürs große Ganze zu leisten. Bis zum nächsten Video oder Podcast sag ich Tschüss.